Hallo. Hi. Ja, ich bin Philipp. Sven. Hi. Grüß dich. So, willkommen in eurer neuen WG-Küche. Schaut euch mal um, hier stehen ja einige Kisten. Die könnt ihr euch jetzt einfach schnappen und eure Küche einrichten. Gott ist für mich ein Wort, bedeutet mir nicht viel. Ich bin Priester geworden, weil ich dann nach einer längeren Zeit der Auseinandersetzung gemerkt habe, dass ich selber Freude am Glauben habe. Hast du vorher schon mal in der WG gewohnt? Ja, zu Ausbildungszeiten. Okay. War eigentlich ganz froh, das hinter mir gelassen zu haben. Dass es mir Spaß macht, mit Menschen ganz unterschiedlicher Lebensweise, wie auch immer, also ganz unterschiedlichen Menschen in Kontakt zu sein. Und ich auch gespürt habe, dass ich mit meiner Art und Weise Menschen erreichen kann. Exzellent. Ja. Haufenweise Bier. Okay. Das sieht noch ist es leer aus. sehr, sehr leer. 2 Kühlakkus. Der prinzipielle Glaube daran, dass es irgendetwas gibt, was über uns ist, was seine schützende Hand über uns hält, das mag für manche eine nette Vorstellung sein, aber es ist halt eine falsche Vorstellung und eine gefährliche Vorstellung, weil sie verhindert, dass man sich mit echten Gefahren auseinandersetzt auf eine verantwortungsvollen Art und Weise. Bist du so ein Mensch für Fertiggerichte auch mal? Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall? Nein. Alles selber kochen oder dann auch mal auswärts essen? Eher Letzteres dann. Eher Also wenn Letzteres. selber kochen nicht geht, dann gerne auswärts, aber Tiefkühlgerichte muss nicht sein. Gott ist eben von meinem christlichen Glauben her Person, jemand, mit dem ich in Beziehung stehe und der mir dieses Leben ermöglicht und geschenkt hat. Ich weiß nicht, so No-Go-Leute, die Essensreste stehen lassen zum Beispiel, ist was ich fürchterlich finde. Haarreste im Badezimmer finde ich auch gehen gar nicht. Das hatte ich zum Glück noch nie erleben müssen. Ja. Das war nicht so kompliziert. Mein prinzipielles Problem mit der Kirche ist, dass die guten Dinge, die es in der Kirche gibt, die könnte es auch ohne die Kirche geben. Meistens erlebe ich das so, dass mir das nachträglich bewusst wird, dass Gott in einer bestimmten Situation tatsächlich sich mir gezeigt hat. Sollen wir mal einschalten, gucken, was läuft? Gott ist für mich ein Wort, bedeutet mir nicht viel. Ich bin Priester geworden, weil ich dann nach einer längeren Zeit der Auseinandersetzung gemerkt habe, dass ich selber Freude am Glauben habe. Der prinzipielle Glaube daran, dass es irgendetwas gibt, was über uns ist, was seine schützende Hand über uns hält, das mag für manche eine nette Vorstellung sein, aber es ist halt eine falsche Vorstellung und eine gefährliche Vorstellung. Gott ist eben von meinem christlichen Glauben her Person, Die guten Dinge, die es in der Kirche gibt, die könnte es auch ohne die Kirche geben. dass mir das nachträglich bewusst wird, dass Gott in einer bestimmten Situation tatsächlich sich mir gezeigt hat. Okay, Gott ist Ja. für dich ein Wort. Das ist ja generell eher so, dass das so ein Wort ist, das heute alle möglichen Leute mit allen möglichen Bedeutungen füllen. Und da einfach nur so ganz generell schwammig irgendetwas Größeres drunter verstehen. Deshalb finde ich es auch so schwer, da irgendwie allgemeine Aussagen drüber zu treffen. Mit Katholiken könnte ich mich da schon eher anlegen. So direkt Aber anlegen das ist, und nicht einfach erstmal sprechen. aber das sind schon Sachen, wenn ich höre, dass du Priester geworden bist, weil du dich gerne mit Menschen befasst, ist das für mich was, das so seltsam ist. Weil dafür muss man doch kein Priester sein. Das stimmt wohl. Also ich hätte natürlich mir auch andere Sachen vorstellen können, aber ich muss es ja irgendwie auch runterbrechen und verstehbar machen. Und ein Großteil meiner Tätigkeit als Priester ist nun mal einfach im konkreten Kontakt mit Menschen. Und ich werde nicht sagen, dass ich quasi Gott in der Tasche habe und den die jetzt hier auf den Tisch lege und sage, hier, bitteschön. Was wäre denn ein Beispiel, wo du sagst, dass sich Gott zeigt? Also ich habe das immer so verstanden, dass es einer der großen Gimmicks von Gott ist, dass er sich eben nicht zeigt. Aber ich glaube schon, dass er sich auf vielfache Weise zeigt in unserer Welt. Also zum Beispiel in uns beiden. Jemand wollte, dass es uns Menschen gibt und dass es mich persönlich und dich persönlich gibt. Finde ich schwer, weil das ja impliziert, dass Leute, die zum Beispiel irgendwie gewaltsam aus diesem Leben gerissen werden, dass da jemand wollte, dass es die nicht mehr gibt. Dass wir sterben, gehört zu unserer menschlichen Existenz dazu. Auf welche Art und Weise wir das tun, haben wir nur begrenzt in der Hand. Aber dann stellt sich doch automatisch, mir jedenfalls, die Frage, was passiert mit den Leuten? Ich bin halt dann nicht mehr da. Und so ist es dann halt. Und das ist primär erstmal für mich überhaupt kein Problem, sondern für die Leute, die ich dann hinterlasse und die mir hoffentlich nachtrauern werden. Da ist Menschen Unwahrheiten zu erzählen für mich keine Option, nur um denen diese Angst zu nehmen davor. Gut, für mich ist eben genau dieser Punkt der Hoffnung ganz wichtig, dass ich
Menschen zum Beispiel in Situationen von Trauer, von Verlust begleiten kann und ihnen, meine ich, begründet zusagen kann, dass das Leben eben weitergeht und dass es am Ende doch irgendwie ein gutes Ende finden kann. Das muss ich sehr behutsam machen, also ich kann denen nicht das Blaue vom Himmel versprechen. Wieso maßt du dir an, mir zu erzählen, wie ich das Ende meines Lebens zu gestalten habe? Wenn ich an eine Klinik gehe und sage, ich hätte gern einen Schuss mit Pentorbital, weil ich, einen Hirntumor habe und nur noch 3 Wochen vor mir habe und diese Woche einfach absehbar nur mit immer schlimmerem Leid gefüllt sind. Vor allem würde ich gerne Abschied nehmen, das ist mir enorm wichtig, solange ich noch ich bin und solange ich nicht anfange, meine Persönlichkeit zu verlieren. Und das finde ich schwer. Da sagen Ärzte mir, nein, das geht nicht. Ja, natürlich kann ich mir eine Gesellschaft vorstellen, die Sterbehilfe komplett legalisiert hat. Also da muss ich überhaupt nicht weit gehen, weil das haben wir in den Niederlanden. Nach Holland, genau, wir haben es in den Niederlanden, wir haben es in Belgien. Ich fand immer schon die Vorstellung gruselig, sage ich ganz ehrlich, in einer Gesellschaft zu leben, wo hinterher Menschen darüber entscheiden, welches Leben wert ist, gelebt zu werden und welches Leben unwert ist, gelebt zu werden. Und jetzt stelle ich mir vor, ich habe eine Diagnose bekommen, die mir deutlich macht, mir sind nur noch wenige Wochen geschenkt zum Beispiel. Und dann kommen mir natürlich auch erstmal diese ganzen Bedürfnisse hoch. Ich will mich verabschieden von den Menschen, die ich liebe, von denen, die mich begleitet haben. Ich will in Würde sterben und gehen können und soll mir gleichzeitig noch über so andere Fragen einen Kopf machen und sagen, ja, jetzt ist eigentlich der Punkt, wo ich mir den Schuss setzen lasse. Es ist ja legal in Holland und in der Schweiz. Und mir sind keine Geschichten bekannt von Fällen, in denen es unfassbar falsch gelaufen ist und die Familie nachher auf ewig gequält war von Schuldvorwürfen. Oh nein, wir hätten unseren armen Opa das nicht tun lassen sollen. Gerade im Kontext von Sterbehilfe im Krankenhaus zum Beispiel finde ich hochproblematisch, dass Ärzte und Krankenschwestern nicht dazu da sind, Leute ins Jenseits zu befördern. Das ist nicht deren Job. Sondern das ist Teil ihres Jobs, Nein, natürlich. Teil des Jobs eines Arztes ist es, Leute zu heilen. Gerade ein Arzt kommt selbstverständlich, das ist für mich vollkommen klar, dass ein Arzt in die Situation kommt, wo er über Leben und Tod entscheiden muss. Wo er vielleicht eine hochkomplizierte Geburt auf dem Tisch hat und über dem Leben zwischen dem Neugeborenen und der Mutter entscheiden muss. Also nochmal, ich würde sagen, wir blenden es ja gerade nicht aus, indem wir ganz genau hingucken. Und sprich mal mit Ärzten. Sprich mal mit Ärzten, warum die Arzt geworden sind. Und da wird dir kein Arzt sagen, ich bin Arzt geworden, damit ich immer wieder diese Entscheidung über Leben und Tod treffen kann und, im Zweifel mich für den Tod entscheide. Sondern jeder Arzt wird dir sagen, ich bin das geworden, weil mir was am Leben liegt. Weil ich das Leben verstehen will, weil ich wissen will, wie das zusammenhängt und weil ich dazu beitragen will,